Ihr seht schon, ich habe heute wieder ein Trainingsgerät mitgebracht, welches eben unser Trompetentraining erweitern soll, beziehungsweise auch für Variation sorgt und dementsprechend wird es nicht langweilig. Wir können so ein bisschen aus der Routine ausbrechen, neue Erfahrungen sammeln und unser Training letztendlich weiter intensivieren. Also, wir haben hier ein zusätzliches Teil, das nennt sich TET, das ist der Trumpet Embouchure Trainer, am Mundstück befestigt. Wieso das Ganze? Ich trainiere jetzt nicht nur auf der Trompete, jetzt ist das Mundstück eben auf dem Mundrohr, die Luft fließt also ins Instrument, sondern ich kann dann auch umstecken und spiele dann eben meine Linie, meine Übungen, meine Töne auf dem TET. Auf dem Mundstück letztendlich. Und so startet man auch in das Training. Also ich habe jetzt den TET eben auf das Mundstück gesetzt. Das Ganze so, dass es fest ist. Jawohl, wunderbar. Und dann starte ich, indem ich erstmal einen gewohnten Ton spiele. Und dann eben der Übertrag eben auf den TET. Dann die Bewegung. Und wieder zurück. Und du hast ja bestimmt Übungen, die du regelmäßig machst, entweder für Höhentraining, für Geläufigkeit, Stamp, Clark, Collin etc. pp. Da gibt es ja viele Abern und so weiter und so fort. Und du kannst diese Übungen oder kleine Ausschnitte natürlich auch jederzeit auf dem TET dann spielen. Zum Beispiel. Na, am besten noch langsamer gemacht, damit man die Töne besser hören kann. Ansonsten fliegt man da so durch die Übung durch und wird sehr, sehr ungenau. Und jetzt kommen wir eben zu den Punkten, wieso das von Vorteil ist, auf diese Art und Weise zu trainieren. Man hat erstmal natürlich gutes Gehörbildungstraining. Man spielt Töne auf der Trompete und versucht diese dann eben auf dem Mundstück zu imitieren. Das heißt, man muss ganz genau hinhören. Dementsprechend steigert sich nicht nur die Leistungsfähigkeit deines Gehörs, also der Gehörbildung, sondern auch gleichzeitig noch Ansatzkontrolle. Du wirst lernen, punktueller und genauer auf deine einzelnen Töne zugreifen zu können. Oft ist es so, dass man auf der Trompete ein bisschen zu viel macht. Mit dem Teil lernst du weniger zu machen und es kommt trotzdem der gleiche Ton raus. Das heißt, du spielst letztendlich ausdauernder, weil du ja rein von der Anstrengung her etwas weniger machst. Du lernst auch mit der Luftführung diese bewusst einzusetzen. Die Trompete ist immer etwas großzügig im Umgang, nimmt unseren Klang auf und bringt ihn nach außen und es klingt immer rund und ganz toll, aber beim Mundstück muss man wirklich sehr, sehr viel aktiver rangehen an die Sache. Dementsprechend lernt man auch gleich noch die Punkte zu verbessern, wie Luftdruck, Luftführung, Airflow, kurz gesagt. Und somit hast du natürlich nicht nur jetzt rein klangliche Aspekte wie beim Trompete spielen, sondern du hast viel mehr Punkte, die du versuchst zu verbessern. Und zwar von Mal zu Mal. Es geht nicht darum, dass man jetzt immer wieder seine Übungen auf der Trompete und auf dem TET spielt, sondern dass man das immer wieder mal mit einfließen lässt. Zum Beispiel bei deiner Warm-up-Routine. Dann nimmst du diese Übung, die du immer machst, du spielst ein paar Töne, überträgst es auf das Mundstück und so weiter und so fort. Und somit wirst du merken, du spielst insgesamt etwas entspannter und letztendlich auch besser Trompete und darauf kommt es ja an. Das Ganze gibt es aktuell für 19 Euro, beziehungsweise mit 10 Euro Newsletter-Anmeldung etc. pp. kriegst du es noch um 10% günstiger das Ganze, also roundabout 18 Euro. Und da es aus Aluminium gefertigt ist, also nicht aus Kunststoff, ist es eben so, dass es wirklich eine langfristige Investition ist. Das Aluminiumteil wird nicht kaputt gehen, außer du haust natürlich mit dem Hammer drauf etc. pp. Dann gibt es halt einfach nach das weiche Aluminium. Aber ansonsten ist es eine Investition fürs Leben, solange man es natürlich nicht verschlammt, sondern das immer irgendwo in seinem Mundstück-Täschchen mit sich führt oder am Mundstück lässt. Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann kann man gleich seine Trompete spielen, seine Trompete üben, etwas mehr variieren. Ich starte jetzt auch wieder damit, habe es jetzt immer wieder regelmäßig am Mundstück und spiele eben solche Sachen dann immer im Wechsel. Meine Schüler haben auch teilweise diese Sachen und man merkt schon, ja, man wird wesentlich flexibler und besser beim Trompete spielen. Also, check's mal aus. Ich verlinke dir unten den TET, den Trumpet Embouchure Trainer in der Videobeschreibung. Schau mal rein, klick mal rein, beziehungsweise viel Erfolg mit dem Training mit dem TET. Ansonsten lass gerne am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.